Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Tutorial-Video von Phscreen Sim. In diesem Tutorial-Video schauen wir uns die Leseeinheit, die Reading Unit an und zusätzlich das zugehörige Element der Tag, auf dem die Informationen angebracht werden. Ich gehe also in unseren Objektkatalog und hole mir da eben eine Reading Unit zunächst einmal und füge die am Cursor ein. Und das zweite Element, das ich einfügen möchte, ist eben dann unser Tag-Element. Und als nächstes habe ich mir bereits hier unter Interfaces eine symbolische Schnittstelle geschaffen, mit der ich dann eben Signale austauschen möchte in meiner Reading Unit. Also zum einen habe ich mir jetzt hier eben für unser Beispiel einen int angelegt und zum zweiten eben einen bool, manuell über die Auswahl. Wie das stattfindet, finden Sie in dem Tutorial-Video Schnittstellen symbolischer Variablen in Phscreen Sim. Und wir möchten jetzt eben einen Integer auf unserem Tag anbringen und diese Variable dann lesen. Für diese Bedienung brauchen wir noch zusätzlich ein Element, und zwar wir brauchen ein Signal, wann wir zum Beispiel lesen möchten. Also im ersten Beispiel lesen wir jetzt von diesem Tag einmal einen Wert aus und dafür füge ich mir jetzt zur Bedienung eben noch einen Button ein. Halt, einen Button, keinen Bumper. Also wir wollen einen Button haben und haben jetzt eben die Möglichkeit dann über das Drücken dieses Buttons der Lesestelle zu sagen, bitte jetzt lesen. Und wir verbinden jetzt diese ganzen Signale einmal mit unserem Logic Assigner miteinander. Also wir haben zum einen eben unseren Button, mit dem wir das Lesen anstoßen wollen, unsere Leseeinheit mit den ganzen Signalen und unter unseren symbolischen Variablenschnittstelle haben wir einen Integer und einen bool. Und wenn wir uns jetzt eben diese Lesestelle mal genauer anschauen, dann haben wir eben die Möglichkeit, einen do-write als Eingang zu definieren. Das ist also das Signal, wenn ich schreiben möchte. Also mit diesem Signal wird dann eben auf einen Tag geschrieben, in der im Bereich ist. Zum anderen gibt es eben das do-read, das eben dann ein Lesen ausführt. Und es gibt dann eben write data, also welche Daten das geschrieben werden sollen oder eben welche Daten das gelesen werden sollen. Standardmäßig ist es auf bool geschalten. Ich kann aber jederzeit eben bei meiner Leseeinheit angeben, welche Daten ich lesen möchte. Dafür öffne ich das Eigenschaftsfenster meiner Leseeinheit und finde unter read type eben, welcher Typ gelesen werden soll. Und ich habe mich in diesem Beispiel jetzt mal auf einen Integer festgelegt. Also lege ich einen Integer als Lesetyp an. Als nächstes schauen wir uns den Tag eben an, also wir markieren uns den Tag und finden hier unten eben die Einstellungen für unseren Tag und können dann hier eben beliebig viele Tags oder Datenfelder eben auf unserem Tag anbringen. Ich werde jetzt mal zwei anführen, also ich nenne es einfach mal Tag 1 und gebe den Wert 22 an und als nächstes machen wir einen Tag 2 und geben zum Beispiel den Wert 14 an. Und ganz wichtig ist das Drücken hier unten auf Apply, damit das auch wirklich in diesem Tag übernommen wird. Also unser Tag, wenn ich jetzt wieder markiere, hat eben jetzt diese zwei Datenfelder. Und unserer Lesestelle müssen wir jetzt eben sagen, welches Datenfeld soll er von dieser Lesespeichereinheit eben dann abgegriffen werden. Also ich markiere meine Lesestelle und kann dann hier eben unter Tag Name angeben, welches Feld möchte ich lesen. In meinem Fall wähle ich jetzt das Wert Tag 1 und wir haben ja auch schon bereits den Datentyp Integer vergeben. Dann gehen wir zurück in unseren Logic Assigner und verbinden eben jetzt das Signal für es soll gelesen werden mit unserer Leseeinheit und zusätzlich möchte ich gerne auch wissen, wenn etwas im Lesebereich der Leseeinheit ist. Also ich habe ein isDetecting bool, den legen wir auf diesen bool von unserer symbolischen Variable, dass wir auch sehen können, wenn etwas im Lesebereich ist und zusätzlich eben, wenn Daten gelesen wurden, verbinde ich eben diesen Ausgang der gelesenen Daten mit der symbolischen Variable. Und aktuell haben wir eben in unseren symbolischen Variablen den Wert 0 und den Wert false für das isDetecting.
Wenn ich jetzt im 3D-Bereich eben meinen Tag nehme und schiebe den in diesen Lesestellenbereich hinein, dann sehen wir, okay, optisch auch jetzt ist etwas in diesem Lesebereich drin, also es könnte etwas gelesen werden. Und wenn wir jetzt auf unsere symbolischen Variable schauen, sehen wir auch den Zustand True auf unserer symbolischen Variable, es wäre etwas zum Lesen vorhanden. Und wenn ich jetzt auf den Button mit I für Interaktion drücke und einem Linksklick, dann wurde eben diese Lesung durchgeführt und ich finde jetzt auf meinen Variable eben diesen Wert, den ich gelesen habe von diesem Tag. Die ganze Sache können wir jetzt auch noch umdrehen, also wenn wir zum Beispiel Werte schreiben wollen, dafür lege ich mir noch eine zusätzliche Variable an, auch wieder vom gleichen Datentyp, mit dem unsere Lesestelle jetzt eben umgehen kann. Und ich nenne das erstmal einfach WriteValue und ich vergebe den Wert 40. Und jetzt drehen wir einfach mal das Signal um, also wir nehmen das vom DoRead weg und legen es auf den DoWrite. Und wir müssen natürlich auch unserer Lesestelle sagen, welchen Variablen sollen jetzt auf diesen Tag geschrieben werden. Dafür nehme ich eben jetzt unsere neue hinzugefügte Variable mit dem WriteValue und verbinde die eben mit den zu schreibenden Daten unserer Lesestelle. Als nächsten Schritt bringe ich wieder den Tag in den Schreib- oder Lesebereich, der mir, wie gesagt, grün dargestellt wird. Und wenn ich jetzt eben auf I klicke, er soll bitte das Schreiben durchführen und schauen wir uns die symbolischen Variablen an. Nicht die symbolischen Variablen, ich muss natürlich jetzt auf den Tag schauen. Also ich schaue mir jetzt den Tag einmal an. Dann befindet sich jetzt auf dem Tag 1 eben der Wert 40, den wir übernommen haben. Eine Lesestelle oder eine Schreibstelle kann nur mit 2 Objekten, wenn ich beides gleichzeitig durchführen möchte, erstellt werden. Ich kann aber auch jederzeit auf dem gleichen Platz eben so eine Lese- und Schreibstelle gleichzeitig anbringen. Wir können halt nur immer eine Richtung pro Lesestelle. Also entweder kann eine Lesestelle eben lesen oder eben diese Lesestelle schreiben. Also es handelt sich immer um eine Lese- und Schreibstelle, wenn man es genau nimmt. Es ist aber somit auch möglich, dass man eben durch eine Vielzahl von solchen Elementen eben auch mehrere Tags gleichzeitig dann ausliest. Man müsste das dann eben über einen Logikbaustein führen mit einer eigenen Logik, wo man eben dann diese Sachen verarbeitet. Hat man zum Beispiel auch größere Datenmengen zu schreiben, dann bietet sich vielleicht auch an, diese ganze Sache in einem String zu speichern. Also man hat jederzeit ja die Möglichkeit, auf diesem Tag eben dann auch Strings anzubringen und diese würde man dann eben zum Beispiel in einer C#-Logik in die unterschiedlichen Datenbereiche dieser Strings zerhacken und somit dann an die SPS liefern. Ich hoffe, dass Sie jetzt damit in der Lage sind, mit Lesestellen umzugehen und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Simulieren.